Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Wochenende und die Tina. Wir waren wieder unterwegs. Ja, eigentlich war sie unterwegs. Eigentlich war ich unterwegs. Wo warst du? Ich war in ein paar Parks hier in Austin unterwegs. Ich war bei einem Spatenstich dabei und wir waren zusammen... Wir waren zusammen was trinken. Das ist total selten auf diesem Kanal. Also wir haben euch ein bisschen was zusammengeschnitten, wie so die letzte Woche aussah. Und wir hoffen, ihr genießt es, ein bisschen Austin zu sehen. Also viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Viele von euch haben uns gefragt, hey, was kann man denn in Austin machen? Ein bisschen außerhalb der Stadt mit Kindern, was im besten Falle nichts kostet. Ganz einfach, Peace Park. Der Peace Park liegt quasi noch in der Innenstadt, so ein ganz klein bisschen außerhalb und ist wunderschön. Warum ich den gerne für Kinder vorschlage, zeige ich euch. Den ersten Tipp, den ich für euch habe, ist auf jeden Fall, kommt früh oder zu Zeiten, die nicht ganz so beliebt sind, weil ihr seht, das ist alles am Parkplatz. Mehr Parkplatz gibt es hier leider nicht. Und hier stehen auch überall Schilder mit, hier bitte nicht parken, weil das ist mitten in der Nachbarschaft. Bitte nicht parken, sonst schleppen wir euch ab. Das erste, was du siehst, wenn du reinkommst, ist zum einen die große Wiese, aber zum anderen auch schon mal einen riesengroßen Spielplatz. Und das ist für alle Altersgruppen. Wie ihr seht, die Schaukeln sind von klein bis groß und Klettergerüste, ein Basketballplatz. Einfach nur schön. Das hier sehe ich gerade zum ersten Mal. Schaut mal bitte, da sind Bälle drin. Verschiedenste Bälle mit einem Scan to Unlock. Und das ist es hier. Das ist ein Kiosk, wo du 35 Minuten lang einen Ball ausleihen kannst. Ich weiß nur nicht, ob der was kostet. No. Steht da unten bei 3. 35 Minuten sind frei. Das heißt, wenn du jetzt hier Lust hast, irgendwie Fußball zu spielen oder Boccia, guck mal, die haben sogar Boccia, dann kannst du das hier kostenlos tun. Total cool. Einen Splash Patch gibt es für die Kinder natürlich auch. Wenn es im Sommer ein bisschen heiß ist, dann haben sie da ihre Wasserspiele und können sich ein bisschen abkühlen. Total schön. Und wie ihr seht, immer ist alles mega gepflegt. Keine Tags, gar nichts. Keine Graffiti. Die Leute passen hier tatsächlich auf. Der Park hat eine öffentliche Toilette und die ist, was soll man sagen, total gepflegt, finde ich, für eine Parktoilette. Wirklich in Ordnung, oder? So, da drauf zu gehen, das spare ich mir jetzt. Aber ihr seht, es sieht mega gepflegt aus. Für einen öffentlichen Park, kostenlose Toiletten. Finde ich wirklich gut. Und überall gibt es so kleine Bütchen, wo du Eis kaufen kannst. Oder auch Tacos habe ich da vorne gesehen. Einfach wunderbar. Das absolute Highlight des Peace Parks ist hier dieses Baumhaus. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Kugel. Und da kann man drauf rumklettern. Da gehe ich auch gleich mal mit euch hoch. Aber dieses Baumhaus hier, das ist das eigentliche, oder eins der 2 Highlights hier in dem Park für mich. Zum einen kannst du hier drunter herlaufen. Allein das finde ich schon total schön. Und dann guckst du mal hoch. Irgendwie total cool, oder? Jetzt stehe ich hier drin. Ist mega. Komm, lass uns mal hochgehen, weil das ist wirklich mega relaxend da oben. Um hochzugehen, musst du aber wieder hier rausgehen und einmal um die Kugel herumlaufen.
Warte, du gehst an der Kugel vorbei, an diesem Baumhaus, und dann gehst du so einen ganz kleinen Weg, der ist ein bisschen versteckt. Da kannst du reingehen und dann sind da so kleine Treppen und dann kannst du ganz einfach hochgehen. Naja, habe ich Treppen gesagt? Ich meine Weg. Weg. Der Peace Park wird übrigens 150 Jahre alt. Das ist mega, oder? 150. So, und das ist jetzt der Eingang zu dem Baumhaus. Ich finde die Sicht spektakulär. Ich finde das richtig cool. Also wenn du ein bisschen abchillen möchtest, legst du dich einfach hier aufs Netz und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Und ich glaube, genau das werde ich jetzt auch tun. Aber nicht erschrecken, das ist doch ganz schön beweglich. Und bei meinem ersten Schritt runter bin ich erstmal voll umgeknickt und dachte mir so, ach du Heilige, jetzt ist das auch noch mit Höhe und ich habe totale Höhenangst. Also es ist entspannt, ja, wenn du die Augen zumachst und dir vorstellst, es ist nicht ganz so hoch. Und hier sind die Regeln für diesen Observation Pod, Treehouse Observation Pod, so heißt es. Also nicht mehr als 20 Leute da drauf. Genug relaxed, das war echt schön, es tut richtig gut, vor allen Dingen mit der Sonne. Es ist nicht ganz so heiß heute und es macht so einen Spaß, sich da einfach hinzulegen und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Gehen wir aber jetzt mal zum zweiten Highlight hier im Park, weil das ist nicht alles, was der Peace Park zu bieten hat. So, ich habe gerade mal nachgefragt, der Troll, der ist ungefähr 2 Minuten Fußweg. Direkt, wenn du rauskommst, links, einfach den Weg entlang. Ja Leute, und das ist der Austin Troll. Mega beeindruckend, mega groß und irgendwie ein Highlight hier von den Leuten, die, wie ihr seht, der Park ist eigentlich recht leer, aber hier sind doch schon einige Leute. Und schaut mal, wie groß der ist. Bestimmt 5 Meter hoch und einfach nur mega cool. Ja, jetzt habt ihr ihn auch gesehen, unseren Austin Troll im Peace Park. Müsst ihr auf jeden Fall besuchen, kann ich nur empfehlen. Ja, das hier ist übrigens einer der neueren Attraktionen in Austin, weil Marlin, so heißt der Troll, wurde erst, ich glaube, im März 2024 aufgestellt. Designt hat ihn übrigens ein Däne. Yay, Europe rocks! Ein Däne. Ich glaube, er heißt Thomas Dambo oder so, wenn ChatGPT mich nicht belügt. Gekostet hat der ganze Kladderadatsch, wollte ich gerade sagen, hat dieses Kunstwerk hier $300.000. Und wir dürfen, oder Austin darf diesen Troll für 15 Jahre behalten. Danach wird geschaut, ob das noch okay ist oder ob der woanders hin soll, weil diese Trolls sind tatsächlich verteilt in den ganzen USA und ja, wir haben einen davon. Ja, insgesamt finde ich das ehrlich extrem schön und sehr peaceful hier in diesem Park. Macht mir auf jeden Fall immer wieder Freude, eine kleine Auszeit zu nehmen, weil du bist quasi mitten in der Stadt, aber hast trotzdem echt extreme Ruhe. Und nochmal, wenn du Kinder hast, oder auch wenn du keine Kinder hast, dieser Park ist auf jeden Fall mal eine halbe Stunde deiner Zeit wert, um aus diesem ganzen Austin-Wahnsinn auch mal rauszukommen. Ich weiß selbst, wie anstrengend das ist, so ein City-Trip. Und da lohnt es sich immer mal wieder ein bisschen Luft zu holen. Und ich glaube, von der Fahrzeit her von Austin City sind es vielleicht 5 Minuten. Das hat echt schon fast Central Park Vibes, oder? Naja, ich weiß, aber so ein bisschen. Hallo? Das hier finde ich übrigens auch mega cool. Das kannst du in jedem Biergarten und auch ganz oft an solchen öffentlichen Plätzen wie Parks finden. Cornhole. Hat das einer schon mal von euch gespielt?
Was übrigens mega cool ist, ist, dass hier am Eingang, wie könnte es denn auseinander sein, ein Foodtruck steht. Und natürlich ziemlich geiles mexikanisches Essen, Tacos und so. Das heißt, wenn ihr Hunger habt, müsst ihr das unbedingt ausprobieren, mal einmal an so einem Foodtruck ein Taco zu essen. Super lecker, mega authentisch. Latin Tex-Mex. So, wir sind angekommen im Mayfield Park und der Mayfield Park besteht zum einen aus einem super süßen kleinen Little Hike und einem Haus. Und dieses Haus gucken wir uns zuallererst an. Das ist das kleine Häuschen, also kleines Häuschen hier, und der Garten, der ist wunderschön angelegt und auch extrem ruhig und entspannt. Aber das eigentliche Highlight, warum wir hier sind, sehe ich noch gar nicht. Das hier ist übrigens auch kostenlos und ich glaube, das ist von morgens 6 bis abends 10 geöffnet und auch für die Kinder ein absolutes Mega-Highlight. Allerdings, okay, ich verrate es euch, hier sollen jede Menge Pfauen sein. Und soll nicht nur, sondern sind in der Regel auch. Leider habe ich bis jetzt noch keinen entdeckt. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir, glaube ich, 20 Pfauen gesehen. Ich mache mich mal auf die Suche. Und da seht ihr es ja auch. Also der Park ist bekannt für seine Pfauen. Ah, ich habe den ersten gesehen. Wartet, ich zeige es. Hier haben sie sich versteckt, die Pfauen. Macht ja auch Sinn, es ist super warm. Hallo! Schaut mal da. Da sind ganz viele. Und da. Und sie laufen wirklich überall hier rum in dem Park und beziehungsweise nur oben in dieser Häuschen-Area momentan. Hier sind sie sicher, hier können sie sich zurückziehen und deswegen auch bitte nicht mit Tieren hier hinkommen. Ich meine, weiß ich, wenn ihr unterwegs seid, als Touristen habt ihr eh keine Haustiere dabei, aber die sind hier natürlich nicht gern gesehen. Und auch sagt den Kindern, die sollen auf dem Pfaden bleiben, damit sowas hier für immer möglich ist. Das darf einfach nicht kaputt gehen. Das ist so schön. Und ich glaube, die Dame hier muss sich ein bisschen abkühlen bei dem Wetter. Hat sie sich da ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe übrigens noch einen Restaurant-Tipp für euch, wenn ihr mit Pfauen essen wollt. Und zwar heißt es Matties. Matties ist auch ein altes Südstaatenhäuschen, wo im Garten sehr viele Pfauen rumrennen. Und die werden im Sommer dann mit Eis gefüttert, damit sie sich ein bisschen abkühlen können. Und die haben einen unglaublich super schönen Garten, wo man drin sitzen kann. Das Essen ist sensationell. Vielleicht kriege ich ja den André dazu, dass er das mit dem Eis und dem Pfau mal hier reinschneidet. Weil das würde ich euch echt gerne zeigen. Pfauen ist echt ein Ding hier in Austin. Hätte ich vorher auch nicht gewusst. Und wenn ihr hier aus dem Haus rausgeht, dann könnt ihr wirklich so einen richtig kleinen Hike reinlaufen. Und ich denke, das knicke ich mir heute, weil es ist wirklich warm. Aber ich finde es total schön und sehr ruhig. Und auch wenn du aus dem Haus rauskommst, kannst du hier noch wandern gehen. Auch das ist total entspannt und schön. Und bei so einem chaotischen Tag absolut eine Empfehlung, um mal wieder runterzukommen, damit du nachher wieder fit bist für die 6th Street, oder? Ein kleiner Tipp noch, was das Parken angeht. Kommt am besten nicht am Wochenende hier hin und vielleicht auch nicht, wenn halb aus den Feierabend hat, weil das hier ist die ganze Parkfläche.
auch nicht wirklich groß. Ne? Man denkt immer so, in Amerika ist alles irgendwie riesengroß. Aber hier ist jetzt nicht der Fall, weil es sind halt kleinere Parks mitten in der Stadt. Und ich würde mal schätzen, wie viele Autos passen hier drauf. Vielleicht so 30 Autos, also nicht die Welt. Es ist Donnerstag, Freitag, Samstagabend und wir haben einen neuen Auftrag. Also nicht wir, sondern sie hat einen neuen Auftrag. Was müssen wir machen heute? Gin probieren. Genau, es gibt eine neue Gin-Marke, Waterloo Gin. Und die hat heute Kick-Off. Und wir sind in einem sehr exklusiven Club eingeladen. Der ist so exklusiv, dass die noch nicht mal was zu essen haben. Aber wir gehen rein und ihr seid quasi live dabei beim Opening oder beim Release des Waterloo Gins, oder? Ja, genau. Bis später. Das Event fand im Driftwood Downtown Club statt und das ist ein Private Club, muss also Member sein, um da reinzukommen. Und der befindet sich 4. Straße, Ecke La Vaca. Und wenn ihr da draußen dran vorbeilauft, dann seht ihr nur eine kleine Tür, so wie ihr das eben gesehen habt und denkt so, das ist gar nichts. Aber innen drin sind unfassbar viele Räumlichkeiten. Die haben sogar einen Golf-Simulator da drin und das ist die Präsentation des Gins, der rosafarbene, das ist der neue. Wir sind hier im Driftwood Club und das ist ein, wie heißt das, Driftwood Downtown Club und das ist ein sehr exklusiver Privatclub hier in Austin Downtown und hier gibt es den Gin, den neuen Waterloo Gin und der CEO, der Marc, hat uns gerade begrüßt. Wir sind ein bisschen zu früh, in 15 Minuten geht es eigentlich erst hier los, aber das ist der ideale Moment, um mal hier Fotos zu machen, um hier Filme zu machen, um eventuell ein bisschen zu fotografieren, ohne dass hier ganz viele Leute sind. Also bleibt dran, wir filmen ein bisschen und ich schneide ein bisschen was rein. Ich trinke jetzt hier einen White Negroni, so heißt der Gin. Pretty gut. Es ist noch ein bisschen früh. Es ist 6:30 Uhr heute Abend unserer Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch den Zahnpasta-Geschmack von heute Morgen im Mund. Aber ich finde 6:30 Uhr geht ja auch schon mal ein Gin, oder? Das war das Gin-Event in Austin. Waterloo Gin heißt die Firma und die haben einen neuen Gin released. Ihr wart quasi live dabei und wir sind auch nicht schicker, weil wir ganz schön aufgepasst haben, denn Gin ist ganz schön heavy. Aber wir haben natürlich Gin-Flaschen abgestoppt. Vielleicht verlosen wir die beim Weihnachtsquiz, aber ich glaube, bis dahin sind die leider weg. Also ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und weiter geht's. Ihr Lieben, ich bin ein ganz klein bisschen aufgeregt, weil ich bin eingeladen worden zu einer Pressekonferenz bzw. zu einem Media-Event für eine neue Konzerthalle, die hier in Austin gebaut werden soll. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Die haben gesagt Breakfast, Coffee, Information und den Spatenstich. Ich dachte, vielleicht ist das ganz interessant für euch und ich nehme euch einfach mal mit, wie sowas hier in Austin abläuft. Ich selber habe überhaupt gar keine Ahnung, was mich erwartet. Also das hier soll die neue Konzerthalle werden in Austin und zwar in Southeast Austin, in der Nähe vom Oracle Headquarter. Ich finde, das ist echt super hübsch, also gefällt mir. Das sieht doch ganz gut aus. Das Geile ist ja, dass ich die völlig falschen Schuhe angezogen habe. Zeige ich euch jetzt mal. Wer konnte das auch wissen, dass das auf einer Baustelle ist? Jetzt mal ganz ehrlich. More sound. AEG has been promoting shows in Austin for a long time, and this project has been a personal and professional dream of mine for years. Back in the 90s, not to age myself, I've come to the city for concert shows.
natürlich kriegst du hier auch Frühstück. Tacos gehören dazu. Aber diesmal haben sie auch ein paar gesunde Optionen dabei. Naja, und Pastry, wie immer. So, jetzt seid ihr auch mal mit dabei gewesen, wie hier so eine neue Music Venue eingeweiht wird, beziehungsweise der Spatenstich gemacht wird. Eingeweiht wird sie ja erst in einem Jahr, wenn die dann fertiggestellt ist. Also ich kann es kaum glauben, aber jemand hat mir hier erzählt, dass diese Musikhalle, ne, wir haben da mal so ein paar Fotos hoffentlich eingeblendet, dass sie in einem Jahr fertig ist. Und das soll nicht alles sein. Es soll ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Mit Hotels, Geschäften, Wohnraum, mit Restaurants, Bars, komplett neuer Stadtteil. Ich bin super gespannt. Das ist so Austin. Auch super witzig. Ich habe hier gerade eine Frau kennengelernt, die ist invested in Still Austin. Das ist hier so der größte Whisky und Gin und Alkoholikerhersteller in Austin, na klar. Und sie sagte so, Mensch, alles total cool. Ich will mit dir mal was trinken. Und ich kannte die ja gar nicht. Und sie sofort, wir müssen uns sehen, wir müssen miteinander trinken. Ich dachte, auch das ist so Austin. So, das war's auch schon wieder. Ihr seht, wir haben ein total aufregendes Leben. Ne? Wir haben gar keine Zeit, wir haben noch nicht mal Zeit, um irgendwie in Parks uns auszuruhen. Ach, mein Gott, aber dabei ist das auch so nötig, oder? Und die Parks, die sind wirklich wunderschön. Ja, finde ich auch. Also Peace Park ist wirklich toll. Da gibt es auch immer so ein Fest. Ne? Wie heißt das nochmal? IAs Geburtstagsparty. Genau, ihr kennt doch den, das ist der Esel, ne? Von Winnie der Pooh. Winnie the Pooh. Winnie Pooh, genau. Da gibt es IA der Esel. Und immer wenn IA Geburtstag hat, ist dann ein Fest, ne? Genau, das ist im April. Ich glaube so um den, keine Ahnung, 3. Dienstag im April oder was auch immer. Müsst ihr mal googeln, wann IAs Geburtstag ist. Das ist ein sehr abgedrehtes Fest, ne? Also, ja. Also wenn es Hippies in Texas gibt, die sind an dem Tag alle in diesem Park, oder? Absolut. Es wird getrommelt, es wird gesungen, es werden Schmetterlinge, Männer als Schmetterlinge, keine Ahnung. Und Bäume umarmt. Die sitzen dann da und umarmen Bäume. Ja, da werden wir auf jeden Fall im April ein Video zu machen. Guck mal. Also, ja, das war unsere Woche. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, oder? Ja. Ich weiß, die Witze-Challenge letzte Mal, die war nicht so der Burner. Ne? Ach komm, ist aber wir hatten Spaß dabei, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Manchmal darf auch mal ein bisschen Quatsch dabei sein. Also. So ist das. Und wenn ihr mehr Quatsch sehen wollt, dann seid ihr hier auf diesem Kanal genau richtig. Folgt uns auch auf Instagram und auf TikTok. Auf TikTok gehen wir ab und zu mal live, also fast regelmäßig. Ne? Also, man darf gar keine Werbung machen auf YouTube für andere Social-Media-Plattformen. Nee, darf man nicht. Ja, also darum geht ihr trotzdem dahin, wir sind Rebellen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis Mittwoch zur Quasselrunde. Bye, bye. Bye, bye.